This man has had a serious accident, incurring chest injuries. Now, every second counts. After the patient has arrived at the Heinrich-Braun-Hospital and been stabilized in the shock room, he is examined with the help of a computer tomograph, CT for short. The CT produces sectional images of the thorax. Thus, it is called CT thorax. Based on those images, the medical specialists can evaluate visually how severely the lung is damaged and thus provide a diagnosis. As every second counts, they decide according to their experience and expertise. However, in this case, it is not clear whether the patient has suffered bruising of the lungs and how much water is trapped within the lung. A more precise quantitative analysis of the CT pictures would be necessary in order to diagnose an imminent respiratory failure. Therefore, the cross-section pictures of the thorax are segmented and the lungs are reconstructed tridimensionally. Up till now, this has been done manually and can take up to 2 to 3 hours. In emergency cases, this time is always lacking. Segmentierung bezeichnen wir den Prozess im CT-Bild, den wirklich zur Lunge gehörenden Bereich festzulegen. Also nicht die Brustkorbwand, sondern nur die Lunge und im normalen Lungengewebe dann auch noch die verletzten Lungenbereiche, um diese dann später quantitativ auszuwerten. In order to make this segmentation and tridimensional reconstruction of the lung possible in a shorter time and thus clinically applicable, Professor Andreas Reske searched for a partner from science. In dem Moment, wo wir die Grundlagen unserer Methodik in verschiedenen Studien etabliert hatten und dann in die praktische Erprobung wollten, haben wir uns an die Kollegen an der Westsächsischen Hochschule gewandt, um die Analyse, die Segmentierung der CT-Bilder in einem für die klinische Routine akzeptablen Maß zu beschleunigen und haben dort die entsprechenden Spezialisten gefunden, um dieses Ziel zu erreichen. The University of Applied Sciences Zwickau is one of 5 universities of applied sciences in Saxony which are cooperating within the transfer network Saxony⁵. Within the co-creation lab Artificial Intelligence, researchers are developing algorithms which are useful for automating more complex problems. Thus, an artificial intelligence is trained that is capable of making quick and reliable predictions and decisions by using a multitude of data. Also im Wesentlichen erforschen wir die Methoden der künstlichen Intelligenz und ein besonderer Schwerpunkt liegt darin, dass wir diese Methoden auch in die Praxis transferieren wollen. Wir haben Kooperationspartner in der Region, aber auch deutschlandweit, mit denen wir zusammenarbeiten und jedes Mal versuchen wir dort Prototypen, KI-Prototypen in deren Produktion zu integrieren. In order to train an AI for the reliable segmentation of thorax CT images, Professor Espig and his team first of all needed datasets of already segmented lungs. The doctors from Heinrich-Braun-Hospital were able to provide about 800 anonymized datasets. Using an algorithm developed by the researchers, the AI first segments unedited lung images. The result is compared with the images segmented by the doctors from the datasets. Based on the divergences and matches, the AI deduces procedures and adapts the algorithm accordingly. The process is repeated until the segmented images of the AI match with those of the doctors. Tatsächlich ist das, was wir als KI bezeichnen, eine ausgefeilte statistische Methode, basierend auf einfachen Prinzipien. Beim Lernprozess versucht die KI, Lungenbereiche auf den CT-Bildern zu finden. Dann wird die Differenz zum ärztlichen Vorbild ermittelt. Diese benutzt der Algorithmus, um das Segmentierungsverfahren sukzessiv zu verbessern. Das Ergebnis ist ein Programm, das die Segmentierung des Arztes sehr gut imitieren kann. In doing so, the AI is far ahead of conventional methods such as algorithms and image editing tools. Im Falle eines gesunden Patienten sehen die Lungen klar und deutlich aus. Die Grenze der Lunge ist leicht zu erkennen. Da können die klassischen Algorithmen angewandt werden. Bei den kranken Patienten zeigt sich jedoch, dass die klassischen Methoden nicht mehr wirksam sind. Oft ist der Lungenrand aufgrund großer Flüssigkeitsmengen oder Strukturanomalien kaum noch zu erkennen. Daher müssten wir eine spezielle KI trainieren. After 8 months, the prototype of the AI is finished. Fed with innumerable data, it is now capable to segment a lung CT within 10 seconds, in the same way a doctor would do it in 2 to 3 hours. Die künstliche Intelligenz arbeitet sehr zuverlässig. Sie versucht, die Fähigkeiten des Arztes auf der Grundlage der Daten zu imitieren.
In der öffentlichen Diskussion wird die Maschine dem Menschen häufig gegenübergestellt. Da kämpfen beide Parteien um die wertvolle Ressource der Arbeitskraft. Aber diese Sichtweise ist aus meiner Sicht überzogen. Die Maschine ist, war und bleibt immer nur eine Verlängerung unserer Fähigkeiten und sie wird dafür sorgen, dass der Arbeitsalltag des Arztes erleichtert wird. Now, Professor Andreas Reske has an AI prototype with specially developed algorithms which could help him in the future concerning the quantitative analysis of CT data additional to a visual image analysis. By means of the AI, 9 to 14 pictures can be segmented in only a few seconds and enables the medical staff to classify the degree of a lung's damage precisely. However, this does not enable the AI to become an independently thinking machine. It calculates its predictions based on existing data. The final decision concerning a patient's medical treatment is still made by a doctor. The AI is working supplementary and increases the efficiency. By using the AI, Andreas Reske can get additional information for a quick and more reliable diagnosis in the future. So, the patient can get an individually balanced therapy and thus will be able to recover as soon as possible. The individual evaluation of the injury's severity also saves the usage of resources in intensive care. KI kann uns bei der Segmentierung der CT-Bilder helfen. Es erlaubt uns, das anatomische Wissen, was man braucht, um CT-Bilder zu segmentieren, zu unterfüttern mit Erfahrungen, mit Informationen aus schon zuvor segmentierten CT-Bildern. Und die KI kann den Untersucher bei der Segmentierung unterstützen. The AI for lung segmentation illustrates one example of a successful transfer of knowledge between research and business. The project is part of the co-creation lab, Artificial Intelligence, within the Saxonian transfer network Saxony⁵. In addition to Zwickau, innovative solutions are also being developed at the universities of Applied Sciences in Dresden, Zittau, Görlitz, Leipzig and Mittweida.